herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und wir dachten, wir labern diesmal gar nicht so viel, sondern ballern mal gleich zu Beginn ein Highlight raus. Von daher, here we go! Das ist die berühmte Oase Joaquina. Und was die meisten immer nicht zeigen, da hinten liegt Ica. Das ist die Stadt eigentlich, die hierzu gehört und hat rund 150.000 Einwohner und liegt nur ungefähr 10 Minuten oder 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Und da wohnen wir übrigens auch. Wir sind da! Ja, wir haben es auch endlich auf die Düne hinauf geschafft. War gar nicht so einfach, aber hat schon was. Irgendwie ist das schon cool, in Peru mal durch die Wüste zu latschen und auf die Dünen rauf. Geil, ne? Und wir müssen Kamera heute Abend putzen, weil wir haben sie ins Sand fallen lassen. Shit happens. Ja, wir sind hier übrigens in Ica und das ist hier. Und die meisten Menschen kommen eigentlich hier in die Stadt oder in die Region eigentlich nur, um diese Oase zu sehen. Und wir müssen sagen, also ist schon cool die Dünenlandschaft hier, ne? Ja. Muss man schon sagen. Ein bisschen weird, dass die Oase halt direkt an der Stadt dran ist. Und ich dachte, sie ist ein bisschen weiter außen, aber hey. Ja, es ist natürlich total touristisch, das muss man Absolut. sagen. Aber schön ist es auf jeden Fall. Aber wir glauben, dass das vielleicht nicht das größte Highlight in diesem Nein, Video. wir haben uns doch ein bisschen was anderes rausgesucht. Genau, weil wir starten nämlich morgen noch was anderes hier in der Wüste. Und würden sagen, wir genießen jetzt erstmal noch den Sonnenuntergang und dann erzählen wir euch morgen in Ruhe, was unser Plan ist. Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben ja gestern schon angedeutet, dass wahrscheinlich die Joaquina-Oase gestern nicht das Highlight hier für uns in Ica sein wird. Und zwar sind wir jetzt hier bei Luis, Und Victoria. genau, seiner Frau. Und die bieten hier so Privatunterkünfte an, aber auch verschiedene Touren in die Wüste. Und wir werden heute eine Wüstentour mit Luis unternehmen. Und, das ist jetzt das Besondere, Genau, pennen. genau, wir werden campen in der Wüste. Das erste Mal für uns, freuen wir uns schon mega drauf. Oh ja, Sternenhimmel, klar. Oh, das wird super. Das wird gut. Ja. Und richtig cool, das ist halt eine private Tour. Das heißt, wir können uns alle Zeit nehmen, die wir wollen, zum Fotografieren. Er hat auch selber eine Drohne dabei und Stativ. Und also wir hoffen, dass wir vielleicht auch noch tolle Sterne fotografieren werden und alles. Und freuen uns jetzt absolut mega drauf und glauben, dass das hier vielleicht unser Ica-Highlight auf jeden Fall werden könnte. Ja, spricht vieles dafür. Jetzt gibt es gleich noch Frühstück und dann geht's auch schon los. Der Luis und Victoria hatten hier gestern noch eine Geburtstagsparty, aber was ist das eigentlich mal bitte für ein wunderschönes Anwesen? Also voll der Hammer. Und da ist unser Zimmer. Ja, nochmal kleine Roomtour. Unser schönes Bett, bescheidene Hütte, großer Kleiderschrank, nochmal ein bisschen Bett für Ablage. Hier haben wir schon mal alles vorbereitet für die Reise gleich. Und nochmal das Badezimmer. Sieht auch sehr schön aus. Frühstück. Frisch gepresstem O-Saft. So, machen wir uns bereit für die erste kleine Wanderung hier, ne? Stunde soll es gehen. 15 Minuten, Stunde irgendwie, ne? Je nachdem, wie schnell wir sind. Guckt euch mal diese Landschaft an. Ist das nicht einzigartig? Was man
für eine Hammerlandschaft und wir sind hier vollkommen alleine. Und er hat uns gerade erzählt, dass das hier quasi alles mal so meeresvulkanischer Ursprung war, aber durch die Plattenverschiebung ist halt dieses ganze Sediment jetzt hier halt in der Wüste. Und durch Oxidation ist das hier so rot und da hinten ist der große Montana Blanca und der ist halt Kalkgestein aus dem Meer. Ja, was halt wirklich total genial ist, Luis hält sich absolut im Hintergrund und lässt uns immer vorgehen und zeigt uns immer nur den Weg, wo halt der nächste Aussichtspunkt ist. Es hat so ein bisschen das Gefühl, alles so ein bisschen selbst zu erkunden, richtig cool. Aber zwischendurch gibt es natürlich auch noch ein bisschen Infos, also gefällt uns bis jetzt richtig gut und das ist gerade mal die erste Stunde von 1,5 Tagen. Und wir sind jetzt schon begeistert und von dieser Landschaft, das ist einfach unglaublich. Wir haben jetzt hier nochmal angehalten, weil es hier irgendwie Fossilien gibt. Ja, ganz interessant. Also wenn wir ihn richtig verstanden haben, weil Luis spricht Spanisch und ein paar Wörter Englisch und wir sprechen Englisch und ein paar Wörter Spanisch nur, ist das irgendwie, ich sag mal, so ein Vorfahre von einem Krokodil. Und es ist ja auch ein relativ kleines Exemplar mit 10 Metern. Also es gibt hier in der ganzen Gegend wohl noch welche, die bis zu 20 sind. Der Kopf ist schon so groß wie wir. Ja. Kleines Exemplar. Und ja, was er auch sagt, was super schade ist, was wir verstanden haben, ist, dass die Regierung die halt überhaupt nicht schützt, diese ganzen Fossilien hier in der Gegend. Also die sind der ganzen Natur und dem Wind und dem Verfall einfach ausgesetzt. Und er sagt auch, es könnte ja so interessant sein für Touristen, wenn man das jetzt irgendwie ein bisschen mit Informationen oder so einfach für den Tourismus aufarbeiten würde. Ja, schade eigentlich, dass man dieses Potenzial einfach nicht nutzt hier, ne? Tell me, does it come easy? All inside of your mind. Slide together, come near me. Never be denied. When your connection's fading, feel like you can't get through. Man könnte sagen, es ist ein ganz bisschen windig hier gerade. Angekommen. Ja, hier werden wir heute Nacht schlafen. Das ist unser Campingspot. Auf jeden Fall mega Hammer. Wir werden mal kurz die Düne erklimmen und dann zeigen wir euch immer die Umgebung. Es ist einfach so cool, weil jede, weiß nicht, gefühlt 3 Minuten, die man fährt, sich die Landschaft auch noch komplett verändert. Komplett, das ist richtig cool. Super krass. Echt einzigartig schön. Faszinierend. Ja, wir sind absolut die einzigen Menschen, weit und breit. Das ist so geil. Walk through the wood, towering evergreens shelter you. Sleep in the breeze, meadowlarks will sing to you. Hold your head up, darling. Only God knows where you're going. Da waren wir nur 15 Minuten weg und in der Zeit hat hier Luis alles schon voll professionell aufgebaut. Richtig geil. Okay, er hat gerade essenstechnisch so unheimlich aufgefahren. Und wir haben mitgekriegt, naja, gibt es noch mal Essen. Also es war noch nicht das frühzeitige Abendbrot, es war tatsächlich nur der verspätete Lunch. Ja, es war richtig, richtig viel und super gut. Und lecker. Ja, es war super lecker. Drive to the end of scenic highway, then come back
habe sogar ein Poncho bekommen für die Fotos. Aber nur weil sie gebettelt hat, weil sie ihr kalt war. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich doch ganz schön. Aber doch schon ganz Also frisch, schon ne? frisch. Der Wind war schon länger. Ah, aber ich kann gerade gar nicht beschreiben, wie schön es eigentlich ist. Ultra schön. Das ist echt unfassbar. Also sitzen wir hier einfach mitten in der Wüste in Peru auf unserer hauseigenen Düne und campen heute Nacht hier. Und es ist Vollmond. Klingt eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, das braucht man gar nicht weiter beschreiben. Ja. Sometimes fall apart. Fragt uns nicht, wo er jetzt noch das Eis hergezaubert hat. Aber es gibt jetzt sogar noch einen Cocktail. Lecker schon. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben auf jeden Fall richtig gut geschlafen. Auch richtig Könnt doch nice. an den Cocktails liegen haben. Ja, der eine war lecker. Ja, war ein genialer Abend gestern. Also am Feuer sitzen, noch ein bisschen zu lesen, die Sterne gucken. Es war... Und nichts. Es ist nichts. Ne? Also gerade wenn man dann irgendwie mal 10 Meter weiter geht und das Feuerrascheln dann auch nicht mehr ist, hört man gar nichts. Ja. Das ist echt faszinierend. Kein Tier, keine Grille, die zirpt. Also das ist echt absolute Stille. Super Kann man krass. sich immer selten vorstellen. Ne? Also in Island im Hochland soll es ja auch so sein. So, ne? Das stimmt. Ja, na, auf jeden Fall werden wir jetzt noch frühstücken, das Camp abbauen und dann soll es heute auf jeden Fall noch zu so einem Canyon gehen, habe ich gehört. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was der so hergibt. Aber für uns gibt es jetzt erstmal Käffchen. Ne? Käffchen, Frühstück. Filling out my cup, coffee talk on the screen porch. So in love, now you're the one I'm losing sleep for. And I hope the wrong one slip right through your magic fingers. And I hope we find some way to fall in love like we were. Yeah, you're the only reason I was California dreaming in the first place. Seeing you in sundress seasons got me all up in my feelings for the old days, old days. I've got the summertime blues, thinking about you and me, in the way that it used to be. I've got the summertime blues, hoping that you might be still holding. Ich kann mir vorstellen, nach 24 Stunden das erste Mal wieder andere Menschen. Ja, wir sind jetzt hier nämlich an dem Canyon angekommen. Den kann man auch als Tour von Ica direkt buchen. Also von daher kommen hier auch noch andere Touristen hin. Allerdings trotzdem natürlich super wenige. Aber wir sehen gerade nach dem ganzen Tag wie das erste Mal Menschen. Total cool irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Haut ab. Aber es gibt sie noch, die Zivilisation. Ja, alles cool. Ja, was ganz interessant ist, also der Canyon, ich hatte gelesen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es 2007 oder 2017 waren, aber der wurde eigentlich jetzt erst aus Zufall entdeckt, nachdem sich jemand hier verfahren hat. Und finden wir eigentlich total interessant, so in Zeiten von GPS und Drohnen und Satellitenbildern, dass es tatsächlich noch Orte auf dieser Welt gibt, die so lange kein Mensch wusste, dass sie existieren. Ja Leute, wir sind jetzt schon wieder in der schönen Unterkunft von Luis zurück. Schade. Ja, die Tour ist schon vorbei und wollten euch jetzt einfach nochmal erzählen, woran ihr denken müsst, was ihr für so eine Nacht in der Wüste überhaupt mitnehmen müsst, beziehungsweise was in der Tour halt schon mit drin war. Also um Essen müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen, da wurden wir also mehr als gut versorgt, also da hätten noch 2 mitkommen können auf jeden Fall. Ja. Es gab zwar ein bisschen spät, weil wir ein bisschen spät dran waren, aber Ja, aber Essen auf jeden Fall gar nichts einpacken. Wir haben beide eine Wasserflasche mitgenommen und Luis hatte 20 Liter Kanister noch dabei. Da konnten wir dann unsere Wasserflaschen immer wieder auffüllen. also eine Literflasche Wasser reicht. Ja, also auch da müsst ihr gar nicht viel mitschleppen. Ja, ansonsten Kameraequipment, Putzzeug für die Kamera, braucht man viel. Bei dem Sand. Ja, Kamera, Drohne, lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, sehr dankbare Motive da. Und Powerbank nicht vergessen. Oh ja, Powerbank auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Tipp. Weil ihr habt natürlich keine Möglichkeit, irgendwie sonst zu laden. Und bei so vielen Fotos sind die Kameras dann irgendwann alle. Ja, sonst hatten wir einmal, klar, Zahnbürste und Wechselsachen mit. Und denkt auf jeden Fall dran, für abends was Langes mitzunehmen. Es wird dann doch etwas kühler in der Wüste. Und das war's, ne? Alles andere hatte Luis dabei. Wir mussten uns um nichts kümmern. Keine weiter Zelt, Schlafsack, alles in der Tour mit drin. War auf jeden Fall richtig cool. Können wir absolut so weiterempfehlen. Definitiv das Highlight in Iga und ja, viel geiler als diese Oase da, nur die zwar auch ganz nice ist, aber... Ja, aber total touristisch halt, ne? Und deswegen halt total überlaufen irgendwie auch. Ja, und jetzt geht's für uns gleich 18 Stunden mit dem Nachtbus weiter bis nach Cusco. Das wird eine echt lange Fahrt. Und dann sehen wir uns, glaube ich, aus den Bergen wieder. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob so eine Wüstentour auch was für euch gewesen wäre. Und ja, sonst sagen wir bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Like.